meine Lieben, heute geht's weiter mit dem zweiten Teil. Viel Spaß! Ich nehme den Kupplungsausrückhebel raus. Dazu muss man die Feder hier aushängen. Und den Ausrückhebel nach vorne abziehen. Jetzt mache ich erstmal das Getriebe sauber, danach sehen wir uns gleich wieder. So, Getriebe ist sauber und die Haltefeder liegt immer noch an der gleichen Stelle. Die habe ich natürlich auch sauber gemacht. Genauso wie den Kupplungsausrückhebel. Dann nehme ich jetzt das völlig zerstörte Ausrücklager raus. Das geht ganz einfach. Wie man sieht, sind hier zwei Rastnasen. Die drückt man zusammen und schon ist es raus. Als nächsten Schritt muss alles gefettet werden mit einem MOS2 Schmierfett. Das ist so ein spezielles Langzeitfett. Hier an den Anlageflächen vom Ausrücklager. Hier und hier. Dann die Führungshülse im Bereich des Ausrücklagers. Und dann noch hier den Kugelzapfen. Das Einfetten ist schon wichtig und dass man auch das richtige Fett nimmt. Ich verlinke es euch unten in die Infobox. Jetzt baue ich den Ausrückhebel wieder zusammen. Da steckt man zuerst die Klammer hier rein und klipst die fest. Und nun einfach den Ausrückhebel über die Rastnasen vom Ausrücklager drücken. Fertig. Nun braucht man den Ausrückhebel nur noch einbauen. Dazu schiebt man das Ausrücklager über die Führungshülse. Und hier unten zentriert man die Haltefeder mittig auf den Kugelzapfen. Jetzt noch ein beherzter Schlag. So, nun ist die Haltefeder hinter den Kugelzapfen eingerastet und kann nicht mehr raus. Als nächstes mache ich das Schwungrad sauber. Das hier ist ein Einmassenschwungrad. Ich mache das immer mit einem sauberen und fusselfreien Lappen und Nitroverdünnung. Man kann auch Bremsenreiniger dazu nehmen. Kontrolliert das Schwungrad auf Riefenbildung und dass es nicht zu blau angelaufen ist. Wenn das der Fall sein sollte, neu machen. Die Druckplatte auch schön sauber machen. Jetzt kommt die Mitnehmerscheibe. Mit der Seite, wo Getriebeseite steht, so drauf. Und kann nun zentriert und eingebaut werden. Aber mit dem Zentrieren wird schwierig, wenn man nicht den originalen Zentrierern hat. Der nennt sich 3190A und sieht so aus. Das Problem, was hierbei besteht, ist, dass der Durchmesser in der Kurbelwelle 0,6 mm größer ist als hier in der Mitnehmerscheibe. Das bedeutet, wenn ich einen Zentrierdon hätte, der perfekt in die Kurbelwelle reinpasst, würde ich den durch die Öffnung in der Mitnehmerscheibe nicht durchbekommen. Darum funktioniert hier auch kein universeller Zentrierdonsatz, sondern nur der originale Zentrierdon von VAG. Der hat nämlich die 4 kleinen Spitzen, die durch die Verzahnung hier durchpassen. Jetzt bleiben normalerweise nur noch 2 Möglichkeiten. Man kauft sich den originalen Zentrierdon, aber der kostet über 80 €. Oder man kann sich den irgendwo ausleihen, was auch nicht so einfach sein wird. Das hat mich natürlich vor eine Aufgabe gestellt. Und ich habe mir dann eine dritte Möglichkeit einfallen lassen, wie man das Problem lösen kann. Und die zeige ich euch jetzt. Ich habe hier ein Stück Alu-Rundmaterial genommen und es auf 20,2 mm abgedreht. Und hier vorne eine Phase von ca. 45 Grad gemacht. Wenn ihr jetzt selber keine Drehbank habt und auch keinen kennt, der eine hat, einfach mal an eine Dreherei oder einer Schlosserei fragen. Die machen euch sowas aus der Schrottkiste für ein Trinkgeld. Habe ich früher auch schon oft gemacht. So, und der Dorn passt jetzt genau durch die Mitnehmerscheibe durch. Aber das Problem liegt ja hier, wie man sehen kann. Da hat der Dorn in der Kurbelwelle zu viel Spiel. Das sind die 0,6 mm, wo ja die Bohrung in der Kurbelwelle größer ist. Und so ist es mit dem Zentrieren schlecht.
Jetzt habe ich mir ein Stück Pappe genommen, in einer Stärke von 0,3 mm und habe die auf 61,5 mm mal 20 mm zugeschnitten. Und die mache ich jetzt in meine Bohrung rein. Und nun kommt der Dorn da rein. Und wie man sehen kann, ist kein Spiel mehr vorhanden. Und meine Mitnehmerscheibe ist perfekt zentriert. Wenn ich dann später die Druckplatte angeschraubt habe, nehme ich das Stück Pappe wieder raus und das war's. Nächster Schritt, die Druckplatte einbauen. Die kann man nur in einer Position einbauen. Und zwar muss die OT-Markierung am Schwungrad, die habe ich hier schwarz gekennzeichnet. Zwischen den beiden Bezugsmarken stehen. Jetzt steckt man die Druckplatte auf die Zentrierstifte auf. Nun alle Schrauben von Hand gleichmäßig reinschrauben, bis alle Schraubenköpfe an der Druckplatte anliegen. Nun die Schrauben in kleinen Stufen über Kreuz festziehen. Das macht man, um die Zentrierbohrungen der Druckplatte und die Zentrierstifte des Schwungrades nicht zu beschädigen. Die Schrauben nur handfest mit einer 9er Zwölfkant-Nuss festziehen. Jetzt werden die Schrauben mit dem dafür vorgesehenen Drehmoment festgezogen. Wenn ihr M6 Schrauben habt, dann mit 13 Newtonmeter festziehen. Wenn ihr M7 Schrauben habt, so wie ich, dann mit 20 Newtonmeter festziehen. Nun muss ich noch den Dorn rausziehen und das Stück Pappe rausnehmen. Ich habe mal mit meinem Zentrierauge geguckt und es sieht super zentriert aus. Ich habe das vorher auch noch nie so gemacht. Aber es funktioniert. Da spart man sich echtes teures Spezialwerkzeug. Nächster Schritt, Getriebe wieder einbauen. Aber vorher muss man den Kupplungsausdrückhebel sichern, damit er uns beim Einbau nicht von der Führungshülse runterrutscht. Das geht ziemlich einfach. Man nimmt sich eine etwas längere M8er Schraube und schraubt die hier durch das Gewinde durch. Bis sie den Ausdrückhebel blockiert und schon kann nichts mehr passieren. Jetzt noch die Kerbverzahnung hier reinigen und nur ganz leicht mit einem speziellen Schmierfett für Kupplungsscheiben Steckverzahnung einfetten. Wie das genau heißt, schreibe ich euch auch unten in die Infobox. Dann solltet ihr die beiden Passhülsen kontrollieren, dass sie nicht beschädigt sind. Und auf den richtigen Sitz vom Zwischenblech achten. Wenn es alles erledigt ist, kann das Getriebe eingebaut werden. So, das Getriebe ist drin. Es ist schon eine ganz schöne Fummelei, weil man keinen Platz hat. Da gibt es auch leider keinen Trick. Man muss das Getriebe Stück für Stück da reinfummeln. Am besten, ihr macht das zu zweit. Vielleicht geht es dann schneller. Was ihr auf keinen Fall vergessen solltet, bevor ihr den Getriebeheber wegnehmt, mindestens eine Schraube vom Getriebe reinzuschrauben. Sonst könnte das Getriebe runterfallen. Handfest reicht völlig. Als nächstes alle unteren Getriebeschrauben reinschrauben. Die habe ich ja schon als Sicherung reingeschraubt. Die wird mit 80 Newtonmeter festgezogen.
Dann kommt die hier rein. Die wird mit 40 Newtonmeter festgezogen. Und dann noch diese hier. Die kommt da rein. Die wird auch mit 40 Newtonmeter festgezogen. Nächster Schritt, die Getriebekonsole wieder anbauen. Da es sich hierbei um den Schrauben handelt, müssen hier neue Schrauben verwendet werden. Die werden mit einer 16er Nuss mit 50 Newtonmeter angezogen und dann mit 90 Grad Drehwinkel festgezogen. Der Wagen ist jetzt unten, da ich als nächstes die beiden oberen Getriebeschrauben reinschraube. Diese kommt von euch aus gesehen links und die hier rechts rein. Die werden mit einer 18er Nuss und 80 Newtonmeter festgezogen. Ich bin von oben nicht richtig an die hintere Schraube rangekommen zum Festziehen. Von hier unten geht es wesentlich besser. Die Blockierschraube für den Kupplungsausdruckhebel nicht vergessen rauszuschrauben. Als nächstes hebe ich das Getriebe hoch. Und bringe das Getriebelager in Position, damit es wieder mit der Aggregatenlagerung verschraubt werden kann. Auch diese beiden Schrauben müssen durch neue ersetzt werden. Die werden mit einer 16er Nuss und 40 Newtonmeter angezogen und dann mit 90 Grad Drehwinkel festgezogen. Wenn alles festgezogen ist, erst dann die Motorbrücke wegnehmen. Das Auto ist oben. Nächster Schritt, die Pendelstütze wieder einbauen. Auch hier müssen die 4 Schrauben erneuert werden. Die schraubt man alle mit einer 16er Nuss fest. Die 3 Schrauben mit 50 Newtonmeter und die mit 40 Newtonmeter und 90 Grad Drehwinkel. Jetzt den Stecker auf den Geber. Achtung, jetzt kommt ein Fachwort für den Geschwindigkeitsmesser draufstecken. Das kleine Abdeckblech, das hinter dem Getriebeflanschsitz wieder einbauen und die Schraube mit einer 10er Nuss und 10 Newtonmeter festziehen. Nun den Querlenker wieder rein. Und
eine neue Mutter drauf. Jetzt wird die Mutter mit 20 Newtonmeter angezogen und mit 90 Grad Drehwinkel festgezogen. Falls sich der Bolzen mitdrehen sollte, müsst ihr hier Druck drauf geben. Zum Beispiel mit einem Getriebeheber, dann sollte es funktionieren. Als nächstes die beiden Antriebszähne wieder anschrauben. Auch hier müssen die 6 In-4-Zahnschrauben pro Seite erneuert werden. Die Schrauben werden mit einem 10er Vielzahn erstmal mit 10 Newtonmeter über Kreuz vor angezogen und dann im zweiten Schritt mit 70 Newtonmeter festgezogen. Wenn man jetzt den zweiten Durchgang macht, nimmt man sich einen Schraubendreher und steckt ihn in die Bremsscheibe. So verhindert man das Mitdrehen. Das gleiche macht man auch mit der anderen Antriebswelle. Auf der Seite kommt wieder die Schutzkappe für die Antriebswelle rein. Die Schrauben werden mit einer 16er Nuss und 35 Newtonmeter festgezogen. Jetzt noch die Koppelstange am Stabi festschrauben. Hier auch eine neue Mutter verwenden. Die schraubt man mit einer 17er Nuss und 40 Newtonmeter fest. Nächster Schritt, den Anlasser wieder reinfummeln und die untere Schraube ansetzen. Nun die obere Schraube vom Anlasser reinschrauben, die dann mit einer 18er Nuss und 80 Newtonmeter festziehen. Das gleiche macht ihr jetzt mit der unteren Anlasserschraube. Jetzt das Massekabel an die untere Anlasserschraube ran. Die Mutter drauf. Und mit einer 13er Nuss und 20 Newtonmeter festziehen. Die Halterung vom Kühlschlauch wieder anschrauben. Auch mit einer 13er Nuss und 20 Newtonmeter. Den Schlauch wieder einhängen. Nun die Kabel und Stecker ran. Das Blech hier drauf. Die beiden Kabel am Magnetschalter ran. Mutter drauf. Und mit einer 13er Nuss und 20 Newtonmeter festziehen. Dann die beiden Stecker drauf. Der kommt hier drauf.
der hier. Nächster Schritt, den Nehmerzylinder wieder einbauen. Und die beiden Schrauben mit einer 13er Nuss und 23 Newtonmeter festziehen. Jetzt noch die Leitung hier hinten im Halter einhängen. Als nächstes wird das Seilzugwiderlager mit den 3 Schrauben eingebaut. Die werden mit einer 13er Nuss und 23 Newtonmeter festgezogen. Ich blende euch mal ein Video ein, damit ihr seht, wo die genau sitzen. Schrauben und Filmen gleichzeitig geht leider in den kleinen Motorraum nicht. Das Seilzugwiderlager ist jetzt fest. Jetzt wird der Getriebeschalthebel aufgesetzt. Der passt nur in einer Stellung rein. Habe ich ja schon im ersten Teil erklärt. Hier muss man auch eine neue Mutter verwenden. Die zieht man mit einer 13er Nuss und 23 Newtonmeter fest. Als nächstes kommt der WL-Umlenkhebel wieder rein. Den könnt ihr ruhig ein bisschen mit dem MOS2-Fett einfetten. Darauf achten, dass das Gleitstück hier richtig sitzt. Dann nur noch die Klammer drauf zum Sichern. Die Schaltbetätigung braucht man jetzt nicht einstellen, da wir ja nicht den Sicherungsmechanismus an den Schaltseilzügen geöffnet haben. Die Querstütze wieder einbauen. Die kommt so rein. Schraube rein. Mutter drauf. Die werden beide mit einer 13er Nuss und 20 Newtonmeter festgezogen. Jetzt noch die Abdeckung auf den Anlasser drauf. Und mit einem Kabelbinder sichern. So, fest. Den Rest nur abschneiden. Fertig. Die Abdeckung für den Motor drauf. Die 3 Muttern ansetzen. Und nur handfest anziehen. Zum Schluss kommt noch die Radschale rein und das Rad drauf. Das mache ich jetzt nicht, da ich die Spreizlinien vergessen habe. Und die Unterbodenverkleidung lasse ich auch noch ab, da ich noch einen Ölwechsel machen will. Und so wie ich sehe, brauche ich auch noch neue Bremsscheiben. Die gehen ja mal gar nicht. Aber das mache ich ein andermal. Jetzt noch die Batterie anklemmen und die Motorhaube montieren. Fertig. So, das war's auch schon wieder für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich immer noch nicht abonniert habt, auf den Abo-Button draufklicken. Also, bis zum nächsten Mal, eure Gina.